Herzlich willkommen zurück auf meinem Blog. Ja, man muss die Jahreszeiten nutzen, wie sie sind. Und jetzt ist Frühling und wir sind heute wieder Bärlauch sammeln gegangen, denn es gibt nachher ein leckeres Rezept für ein Bärlauchrisotto. Der Jahreszeit entsprechend geht es heute wieder um Bärlauch. Hier auf der Kräuterhexe habe ich euch schon einige tolle Bärlauchrezepte vorgestellt. So findet ihr das Bärlauchsalz, die Bärlauchbutter und das Bärlauchpesto. Die Links dazu findet ihr in der Beschriftungsbox unter dem Video. Für das Bärlauchrisotto sind wir Bärlauch sammeln gegangen. In den vorhin vorgestellten Bärlauchrezepten findet ihr auch Hinweise dazu, woran ihr Bärlauch erkennen könnt. Nachdem der Bärlauch gewaschen wurde, geht es dann auch schon los. Das vorgestellte Rezept gilt für 2 Portionen. Einen kleinen Zwiebel in feine Würfel schneiden. Zwei Esslöffel Olivenöl in einen Topf geben und die gehackten Zwiebeln dazugeben. Alles kurz anrösten lassen. Anschließend 200 Gramm Risotto-Reis dazu. Eine gute Handvoll Bärlauch in feine Streifen schneiden. Ich persönlich verwende die Stillen nicht für das Risotto. Den geschnittenen Bärlauch zum Reis geben und gut umrühren. Schließlich mit 125 ml trockenen Weißwein ablöschen. Ich habe dazu Riesling verwendet. Warten, bis der Alkohol komplett verkocht ist. Danach kommt ca. ein 3/4 Liter Gemüsesuppe in kleinen Portionen verteilt zum Reis dazu. In der Suppe wird der Reis so lange gegart, bis er die gewünschte Konsistenz hat. Ich habe ihn 20 Minuten lang kochen lassen. Während der Reis kocht, habe ich ca. eine Handvoll Parmesan gerieben. In den fertig gegarten Reis kommen 2 Esslöffel Butter und der geriebene Parmesan dazu. Alles gut miteinander vermengen. Kosten und gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer würzen. Das Bärlauchrisotto gehört zu meinen liebsten Bärlauchrezepten. Es ist total cremig und der Bärlauchgeschmack ist sehr dezent. Das war's dann auch wieder für heute. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Eure Kräuterhexe!